Lange Haare sind etwas Schönes und haben eine ganz eigene Ästhetik. Darum kennt ihr mich so, wie ihr mich da seht. Mit ungefähr knielangen Haaren. Ich kann durchaus verstehen, wenn es jemand anders geht. Aber ich persönlich finde es einfach wunderschön anzusehen. Dazu kommen all die wundervollen Frisuren, die man damit machen kann, von denen ich euch auch schon ein paar gezeigt habe. Drum habe ich auch gefühlt schon mein ganzes Leben lang lange Haare. Aber ich habe sie noch nie stringent wachsen lassen. Wenn ihr mich vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, habt ihr gesehen, dass ich gerne immer mal wieder was abschneide und sie dann doch wieder wachsen lasse, um dann vielleicht auch wieder was abzuschneiden. Wenn wir so gemeinsam zurückblicken, dann war ich auch schon mal bei Knielänge. Nur diesmal sind meine Haare deutlich gesünder. Meine Haarpflege spielt sich immer besser ein und auf die meistgestellte Frage, ob so lange Haare nicht ein Riesenaufwand sind, kann ich sagen, nein. Das ist wirklich easy, viel einfacher, als man sich's vorstellt. Und ob 10 cm mehr oder weniger dran hängen, macht keinen Unterschied. Ihr habt aber sicher schon gemerkt, dass wir auf ein großes Aber hinsteuern. Denn so wunderschön ich diese Bilder finde, so gern ich mir das anschaue und das genieße, im echten Leben sieht's anders aus. Ich kann mich mit diesem langen Zopf, der bis über meinen Hintern geht, einfach nicht mehr richtig identifizieren. Und es nervt mich, dass ich da ständig drauf sitze und meine Haare dadurch zusätzlich an den Spitzen kaputt gehen. Ich liebe die Optik offener langer Haare, aber ich trage sie so nie im Alltag, aus verschiedenen Gründen. Und ich konnte auch irgendwann diesen Zopf so nicht mehr tragen. Genauso wenig, wie sich so einen langen Pferdeschwanz im Alltag tragen kann. Ich liebe meine langen Haare, weil ich in 30 Sekunden frisiert bin und einen Dutt gemacht habe. Aber selbst den Dutt konnte ich nicht mehr tragen, denn es war echt einfach mal zu schwer. Trommelwirbel, ich werde also jetzt mit euch gemeinsam etwas davon abschneiden. Und zwar ein ziemlich großes Stück. Und ich kann auch jetzt schon sagen, dass ich es in Zukunft nicht mehr wirklich länger wachsen lassen will. Zumindest aus aktueller Sicht. Damit wir alle wissen, wovon ich rede, messe ich meine Haare jetzt erstmal. So wie ich es euch auch in den anderen Videos schon gezeigt habe. Ich setze das Maßband an der Stirn an und schaue dann, wo ich rauskomme. Mein Maßband ist 150 cm lang und meine Haare 148 cm vom Scheitel. Weil ich weiß, dass die Frage kommt, mein Bart ist schlichtweg zu klein, um meine Haare ganz drauf zu bringen. Drum dieser doch beschränkte Ausschnitt. Hier seht ihr den ersten Hinweis, wo es ungefähr hingehen soll. Mein Ziel war grob Klassik, aber klar, erstmal gucken, wie viel dafür ungefähr ab muss. Oha, ich hab's gesagt, Klassik. Ja, schauen wir mal, ob wir dann auch da landen. Vorher kämme ich mir auf jeden Fall mal gründlich die Haare. Ich schneide meine Haare nach genau den Anleitungen, die ich euch auch schon gezeigt habe, die es hier sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gibt. Einmal von meiner Freundin Heike, einmal von mir selbst. Trotzdem werde ich euch im Detail alle Schritte zeigen, die ich mache und, hoffentlich bleibt ihr bis zum Schluss, ich zeige euch dann auch gleich mal, wie ich zum allerersten Mal einen Zopf mit der neuen Länge mache. Wenn ihr euch die Anleitungen schon mal angeschaut habt zum selber Haare schneiden, wisst ihr, dass der erste Schritt nicht mit einem Haargummi beginnt, aber ich wollte gern, den Großteil der Länge auf einmal abschneiden und in einem Zopf gesammelt haben. Also Haargummi auf die richtige Höhe schieben und nochmal überprüfen, ob es auch wirklich passt. Von allen Seiten mit den Fingern im Spiegel von vorne. Wenn jetzt nämlich was schief geht, dann war's das. Ich bestimme in diesem Schritt zwar noch nicht die Form, trotzdem nehme ich den Haargummi vorsichtig nach vorne, ohne irgendwas zu verziehen und greife zur Schere. Schneide ich es wirklich ab? Was meint ihr? Hört einfach mal ganz genau hin. Tadada, ab ist es. Ist dieser Puschel nicht einfach genial? Ich kann euch sagen, ich habe mich von der ersten Sekunde an in diese neue Quaste verliebt. Hoffnungslos. So sieht's also jetzt aus. Noch nicht perfekt, aber ich möchte auch am Ende lieber ein U. Das heißt, es folgen noch ein paar Schritte. Hier seht ihr mal den direkten Vergleich vorher und nachher. Umso dicker die Quaste, umso schwieriger ist das selber Schneiden, aber nicht unmöglich. Jetzt erstmal das neue Gefühl genießen und zum allerersten Mal die neuen, kurzen, langen Haare kämmen. So, jetzt folgt der eigentlich erste Schritt, wenn man die Haare in einen U schneiden möchte. Ich mache 2 Partitionen, vom Scheitel ausgehend nach hinten und mache jeweils einen Haargummi rein. Na, habt ihr den ersten Schock schon verwunden? Ich war auf jeden Fall von der ersten Sekunde an mega happy.
Ich mache jetzt die 2 Haargummis wirklich extra fest rein, denn sie müssen auch nachher, wenn ich sie nach unten ziehe, noch fest sitzen. Und schau gleich ungefähr gerade aus. Je nachdem, wie ihr guckt, kriegt ihr ein tieferes oder ein flacheres U am Ende. Ganz wichtig ist auch, dass die Haargummis beide auf der gleichen Höhe sind, damit ihr nachher auf beiden Seiten gleich viel abschneidet. Sonst wird das U, natürlich ungleichmäßig. Gilt aber auch fürs V. Wenn ich die Haarsträhnen jetzt nach oben nehme, ist es wirklich wichtig, nicht mehr am Haargummi zu ziehen. Es darf sich da jetzt nichts mehr verändern. Und dann halte ich die Quaste zwischen den 3 Fingern und schneide einmal oben gerade ab. Da ich jetzt ja von einer geraden Kante ausgehe, fallen hier auch schon nochmal ein paar Haare, aber das macht nichts mehr an der Gesamtlänge, sondern nur noch an den Seiten. Klar macht ein U die Kante oder die Quaste unten ein bisschen weniger dicht, weil ihr eben ein paar kürzere Haare an den Seiten habt, aber ich persönlich trage sie so eben offen lieber, oder es gefällt mir einfach optisch besser. Drum schneide ich auch direkt genauso viel auf der anderen Seite ab. Wiederholung, weil wichtig, beide Seiten müssen gleich viel Haare lassen, sonst wird es nachher unsymmetrisch. Vorsichtig abschneiden, ich gebe mir hier wirklich Mühe, und dann Haargummis raus und einmal checken, ob es wirklich passt. Ob die beiden Enden gleich lang geworden sind und dann natürlich auch, ob es hinten symmetrisch aussieht. Um das zu checken, mache ich auch gerne mal ein Foto, denn wenn man so in den Spiegel schaut, guckt man ganz leicht mal links oder rechts und dann sieht es schief aus, obwohl es nicht schief ist. Wer nicht zufrieden ist, wiederholt den Schritt, schneidet dann aber bitte weniger ab als beim ersten Mal. Jetzt folgt der zweite Schritt, den ich vorher als erstes gemacht habe, um gleich mal viel Länge zu lassen. Das heißt, ich schneide die mehr oder weniger entstandene Spitze des Vs ab, um es abzuflachen. Also wieder alle Haare in ein Haargummi, vorsichtig nach vorne nehmen und einmal ganz wenig vorne abschneiden. Über den Puschel freuen und weiter geht's. Im letzten Schritt machen wir jetzt noch den Feinschliff und die ganze Sache einfach rund. Um alle Haare zu erwischen, die sich vielleicht noch irgendwo verheddert haben, mache ich nochmal 2 Teile, ziehe die Haare einfach mit den Fingern nach unten und schneide ab, wenn da noch einzelne Haare überstehen. Da nehme ich keine Länge mehr, nur noch einzelne vorlaute Haare. Genau das gleiche mache ich jetzt nochmal mit allen Haaren über eine Schulter. Das heißt, ich nehme zuerst alle Haare über die linke, dann über die rechte Schulter, ziehe mit den 3 Fingern nach unten und schneide Vorreiterhaare ab. Ich habe versucht, das möglichst irgendwie zusammenzufassen und vorzuspulen, denn es gibt ja bereits detailliertere Anleitungen. Insgesamt habe ich aber, glaube eine Dreiviertelstunde oder so für alles gebraucht und mir Zeit genommen. Ich habe es vielleicht jetzt schon 1 oder 2 Mal erwähnt, aber ich bin ziemlich happy mit der ganzen Sache. Auch wenn ihr seht, ich habe schon ziemlich viel abgeschnitten, ich habe es aber keine einzige Sekunde bereut. Ich liebe dieses Gefühl von der dicken Quaste. Ich trage die neue Länge oder Kürze jetzt ja schon ein paar Tage und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich einen Dutt oder einen Zopf mache. Und ja, ich habe ja jetzt so einen Zopf rumliegen, ob ich das spende oder nicht, dazu werde ich nichts sagen, einfach nur, weil mich das Thema über die letzten Jahre angefangen hat, so zu nerven und die Nachfragen danach. Erinnert ihr euch noch an den Anfang? Hier nochmal ungefähr die gleichen Szenen, nur jetzt mit kürzeren Haaren. Und man sieht, sie fallen ganz anders. Einfach weil, ich kann es schon mal verraten, grob 35 cm fehlen. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe immer noch lange Haare und ich kann auch meine Lieblingsfrisuren immer noch machen und auch meinen Lieblingshaarschmuck immer noch tragen. Glaubt ihr nicht? Dann machen wir gleich zum ersten Mal zusammen einen Dutt. Ich habe es euch im Video zu den Haarstablängen schon mal gesagt, mehr Länge an Haaren bedeutet nicht unbedingt größeren Haarschmuck. Ich mache hier also meinen allerliebsten Alltagsdutt, den Lazy Wrap Bun, und verwende meine ganz normale KPO, so wie ich sie auch bei Knielänge verwendet habe. Ja, mein Dutt ist zwar kleiner geworden, aber mein Schmuck passt immer noch. Und ja, die dicke Quaste kommt hin und wieder aus dem Dutt noch raus. Daran gewöhne ich mich schon wieder. So, Dutt geht noch. Was fehlt? Genau der Zopf. Drum flechte ich den als nächstes gleich mal, um zu sehen, wie viel kürzer der geworden ist. Denn ein Zopf verkürzt immer deutlich, aber umso dicker die einzelnen Stränge sind, umso kürzer ist der Zopf im Vergleich zu den offenen Haaren. Und da ich jetzt natürlich genau den dünneren unteren Teil abgeschnitten habe, hat mein Zopf ja schon deutlich Länge verloren, werden wir gleich sehen. Flechten ist mit frisch geschnittenen und deutlich kürzeren Haaren übrigens natürlich viel einfacher. Die Haare sind leichter durchzutrennen und verheddern sich auch nicht mehr so sehr, weil sie eben kürzer sind. Das von mir geschnittene U beeinflusst natürlich auch die Länge vom Zopf,
denn an der Seite gibt es kürzere Haare und die verhindern, dass ich wirklich bis ganz nach unten flechten kann, aber ich finde die Länge der Quaste so absolut in Ordnung. Und vor lauter Begeisterung habe ich einfach mal losfrisiert und gar nicht gemessen, wie lang die Haare geworden sind. Das heißt, Zopf wieder auf und Maßband raus. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Zu Beginn hatte ich 148 cm und jetzt nach dem Schnitt sind es 114 cm. Das heißt, ich habe knapp 34 cm abgeschnitten. Und so sieht das Ganze nun aus. Ungefähr klassische Länge, das heißt, die Haare gehen mir bis knapp über den Po. Zum Abschluss, einfach weil ich es schön finde, nochmal den direkten Vergleich vorher zu nachher. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe die neue Länge und ich hoffe, ich klinge nicht zu nasal dank meiner Erkältung. Es freut mich sehr, wenn ihr jetzt das ganze Video zusammen mit mir angeschaut habt und hoffe, dass ich euch bald wiedersehe. Bis dann!